Hallo, ich bin Kato, geboren am 01.01.1999. Mein Hobby ist Löten und meine Blutgruppe, sie ist AB. So ein Profil habt ihr sicherlich schon mal irgendwo gelesen oder irgendwo gehört, sei es im Manga oder zum Beispiel bei Boy Group oder Girl Group oder wie auch immer. Die sagen immer Hobby, Alter, Spitzname und Blutgruppe. Wollen Sie Blut spenden oder warum ist die Blutgruppe so wichtig? Nein, das hat einen ganz anderen Grund. Und heute geht es darum. Das spielt in der japanischen Gesellschaft eine große Rolle. Angefangen hat das Anfang letzten Jahrhunderts vom Professor Furukawa. Er hat nämlich eine These aufgestellt, dass Blutgruppe was mit der Charaktereigenschaft zu tun hat. Basierend auf der Theorie von Herrn Furukawa hat ein Schriftsteller namens Masahiko Nomi eine neue bahnbrechende Geschichte auf den Markt gebracht. Und das war die Blutgruppenprophezeiung. Mit dem Ziel, Menschen durch Blutgruppe noch besser zu verstehen, hat Herr Nomi ganz viele Daten gesammelt. Von normalen Leuten bis zu Profisportlern oder auch Promis. Anhand seiner Daten hat er die Charaktere der Menschen in folgenden 4 Arten aufgeteilt. Blutgruppe 0. Energisch, starke Vitalität, setzt sich sehr stark für Familie und Freunde ein, allerdings ist er anfangs sehr hart und vorsichtig. Sein Durchsetzungsvermögen ist extrem und erreicht viel besser das Ziel als andere Blutgruppe. Blutgruppe A. Unterdrückt leicht Gefühle, vorsichtig, legt sehr großen Wert auf Regeln und versucht für etwas zu leben. Will alles klipp und klar und deutlich haben, im Inneren sehr stur. Blutgruppe B. Etwas locker, mag keine Regeln, handelt nach eigenem Tempo und hat großartige Ideen. Lässt sich auch überhaupt nicht von anderen einschüchtern oder beeinflussen. Blutgruppe AB. Es heißt, dass die Blutgruppe AB 2 Seiten hat. Ja, A und B, ist ja klar. Blutgruppe AB-Person soll dann rational sein, kann vorsichtig sein, aber auch gewagt sein und mag eigentlich keinen Menschen, aber kann trotzdem nicht Nein sagen, ist auch noch hilfsbereit. In den 70ern war Herr Nomi überall präsent und hat seine Theorie verbreitet. Und natürlich haben alle mitgespielt, weil das, was im Fernseher kommt, ist ja auch wahr. Damals war die Glaubwürdigkeit schon deutlich stärker vorhanden als heute. Danach war das Thema Blutgruppe so wichtig in der Gesellschaft, dass alle quasi wussten, was für Blutgruppen ihre Freunde hatten. Es kamen auch ganz viele Bücher und verschiedene Theorien raus mit irgendwie Vorhersage oder wie die menschlichen Beziehungen dann funktionieren. So nach dem Motto, Blutgruppe 0 kommt man mit A besser zurecht als B und so weiter. Also ich habe auch mal hier eine Tabelle vorbereitet. Sieht dann so aus. Könnt ihr auch unten gerne runterladen. Und das ist auch der Grund, warum halt in ganzen Profilen dann auch die Blutgruppe stehen. Gilt auch natürlich für die ganzen Promis. Weil für die Fans ist es ja extrem wichtig zu wissen, ob man eine Chance hat. Oder ob man halt dann jemand anders dann anhimmeln sollte. Nach dem Tod von Herrn Nomi, also in den 80ern, wurde die Blutgruppengeschichte etwas weniger, aber richtig verschwunden ist sie nie. In den 2000ern kamen auch mehrere Anleitungen auf den Markt, also die Anleitung der Blutgruppe A, B, 0 und AB. Wenn so etwas zum Bestseller wird, heißt es natürlich, dass das Thema auch wieder läuft. Einige von euch fragen sich bestimmt, stimmt das überhaupt? Ist das überhaupt wissenschaftlich belegt? Die Antwort ist klar, nein. Wissenschaftlich gesehen hat das überhaupt keinen Sinn und das ist einfach Allerdings gibt es sowas wie den Barnum-Effekt. Dabei handelt es sich um die Neigung der Menschen, die vage, extrem ungefähre, grobe Aussage so interpretiert, dass es einem passt. Das ist sowas wie zum Beispiel, wenn ein Wahrsager oder irgendjemand sagt, du hast doch ein Problem. Und man sagt dann, oh ja, oh Gott, das stimmt.
Jeder hat ein Problem. Und bei der Blutgruppe ist es ja auch so, also schon seit der Kindheit hört man ja die ganze Zeit, okay, du bist ja dann Blutgruppe B. Daher kannst du dies und jenes nicht oder daher bist du in der Gruppe irgendwie so ein bisschen schlecht. Ach, du bist Blutgruppe 0. Daher bist du so ein bisschen autoritär. Und wenn man das die ganze Zeit hört, wird man auch ganz leicht beeinflusst und hypnotisiert. Und man redet sich auch so ein bisschen ein wie, ja, ich bin nicht so gut, weil ich Blutgruppe B bin. Weil ich Blutgruppe 0 habe, kann ich dies und jenes nicht. Das ist so ein bisschen wie, wenn man zum Beispiel in der 1. Klasse im Schulsport versagt, denkt man ja schon, okay, ich kann keinen Sport und ich will auch andere nicht belästigen, deswegen lasse ich das Ganze. Und so wird der Sport zum Hassobjekt für die nächsten 11 Jahre. 12. Eigentlich kann das System ja auch von vornherein nicht funktionieren, weil dieses AB0-System mit 4 Blutgruppen, das ist ja eine Theorie von vor 130 Jahren. Und mittlerweile gibt es auch 37 verschiedene Blutgruppen. Sind sie alle anders? Gibt es eine bestimmte Tendenz? Wohl kaum. Aber trotzdem ist es gut, in der japanischen Gesellschaft mitzuspielen und nicht sagen, das ist doch schwachsinnig, das ist ja wissenschaftlich überhaupt nicht belegt, habe ich doch gelesen, habe ich doch bei einfach Japanisch gehört. Sondern, oh, stimmt, Blutgruppe B, ja, das ist so, weiß ich, kenne ich, witzig, cool. Ich meine, macht auch Spaß, darüber zu reden. Oder? Und nach der ganzen Geschichte frage ich euch, könnt ihr erraten, welche Blutgruppe ich habe? Was für eine Tendenz habe ich? Schreibt die Antwort in das untere Kommentarfeld hinein. Ihr könnt auch alles andere dann unten reinschreiben, was ihr denkt, was ihr wollt, wie euer Tag war und so weiter. Danke, dass ihr euch das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne Mitglied werden, dann bin ich noch glücklicher, als ich schon bin, aber das müsst ihr überhaupt nicht tun. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne auf Instagram oder auf TikTok folgen, da gibt es schon ein paar andere Sachen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, mata ne! Vielen Dank, arigato. すごいサポーターの皆さん。ベンジャミンさん、フレクシーさん、ラルフさん、ナディーンちゃんさん、メクスコレスさん、チアナさん、クリスティアンさん、シルラスさん、カルドガンさん、本当にありがとう。サポーターの皆さん、ドンさん、ババハフトさん、フィリックスさん、ケイトさん、カニさん、スーパーソニックコレクターさん、クリストフさん、イマさん、ジョースケさん、イエンツさん、エマさん、みんな本当にありがとう。